Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar schauen wir uns dieses Mal das Post-Processing an. Post-Processing ist das Bearbeiten der Bilder, nachdem sie erstellt wurden. Und es gibt ja einmal das Pre-Processing. Das sind vorbereitende Techniken für Bilder, sowas wie das Canny oder das Lineart oder das Depth Map für Tiefenerkennung. Und das Post-Processing ist einfach das nachträgliche Bearbeiten von Bildern. Und ich habe ja schon mal einen Workflow zusammengebaut, um uns ein Bild zu generieren. Das Ganze sieht so aus und mit diesem Bild werden wir dann weiterarbeiten, für wen es sich interessiert. Es ist Cyberpunk Madness, Cyberpunk City, Neon Street Lighting, Cinematic Scene, Cinematic Lighting, High Detail, Intricate, 8K, Absurd Res und Masterpiece und Negatives Embeddings, Bad Dream und Unrealistic Dream und natürlich Nude und NSFW. Vom Latent her habe ich eine Weite von 912 und eine Höhe von 512 genommen. Das deckt sich ziemlich gut mit Full HD Auflösungen am Ende. Da wird nicht zu viel gecroppt, das kommt dann ziemlich genau hin. Und die Sampler habe ich hier auf Fix gestellt, damit wir jetzt einfach nicht immer wieder das Bild berechnen müssen. Gut, in diesem Video werden wir 3 verschiedene Post-Processing Node Suites durchgehen. Das sind nicht spezielle Suites, es sind einfach, der erste Teil wird sein, ich zeige euch mal die Nodes, die fürs Post-Processing mit ComfyUI selber kommen. Der zweite Teil wird sein, wir schauen uns die ComfyUI Post-Processing Nodes an. Die bieten schon einige sehr coole Dinge. Hier kann man die Nodelist auch expanden. Sind sehr coole Effekte bei. Und wir schauen uns an, was die WAS Node Suite zu bieten hat in dem Bereich. Auch hier kommt einiges mitgeliefert. Zum Installieren empfehle ich wie immer den ComfyUI Manager. Die WAS Node Suite findet ihr, wenn ihr hier oben WAS Node eintippt. Dann könnt ihr die bequem hier installieren. Die Post-Processing Nodes findet ihr, wenn ihr Post eingibt oder wie wir hier sagen Post. Dann sind das hier oben die ComfyUI Post-Processing Nodes from Elengo K, auch die einfach installieren. Beim nächsten Neustart habt ihr die dann zur Verfügung. Alternativ könnt ihr natürlich wie immer hier über Git Clone gehen. Das werden wir jetzt aber nicht behandeln hier in dem Video. Da habe ich eigene Videos drüber gemacht. Schaut doch da gerne mal rein. Bevor wir jetzt loslegen, ich bin leider noch ein bisschen erkältet oder besser gesagt schon wieder. Ja, das ist halt leider so. Es ist Erkältungssaison und auch wenn ich davor immer ganz gut gefeit bin, die Kindergartenviren meines Sohnes hauen mich doch anscheinend jetzt gefühlt alle 2 bis 3 Wochen einmal aus den Latschen. Naja, wie dem auch sei. So, gut. Na, aber falls ein oder andere Schniefer mal zu hören ist, bitte ich das zu entschuldigen. Ich wollte jetzt aber nach mehreren Tagen nichts machen, dann doch mal wieder ein Video aufnehmen. Okay, gut. Wie gehen wir die Sache an? Ich würde sagen, wir bauen uns hier unten mal eben eine Reroute rein. So. Und ziehen hier mal unser Output-Bild runter. Das machen wir so, weil dann können wir uns hier unten so einen kleinen Bereich basteln, wo wir uns mal anschauen können, was mit dem Bild passiert. Na komm schon. So. Machen wir ein bisschen 16:9 Format. So, dann können wir nämlich bequem hier von der Stelle. Moment, ich kann die, glaube ich, auch Set Vertical. Machen wir das so. Hängen uns die hier oben hin. So, dann können wir jetzt nämlich das Bild von hier unten nach da leiten und hier bequem Post-Processing betreiben. So, wie kriegen wir das am besten jetzt hier auf den Monitor? Machen wir es mal so. Die ComfyUI kommt mit einem Post-Processing-Ordner. Und hier haben wir einmal sowas wie Image Blend. Die werden wir jetzt nicht besprechen, diese Blending Nodes. Damit könnt ihr Bilder übereinander blenden. Das ist für mich aber nicht jetzt wirklich Post-Processing. Das würde ich schon eher sagen, das ist im Workflow selber, also ein Stück weit Pre-Processing auch, Bilder vorbereiten, um sie in andere Sampler zu schicken. Natürlich kann man im Endeffekt auch sagen, wir wollen Bilder dann am Ende irgendwie überblenden. Aber hier schauen wir uns jetzt mal die ganzen Filter an. Und in den Filtern, da haben wir unter Image
Post-Processing einmal den Blur-Filter. Der zeichnet das Bild einfach nur weich. So, mal noch ein bisschen mehr rausholen. So, da sieht man jetzt nicht viel. Warum sieht das eigentlich sowieso so verwaschen aus jetzt? Eigentlich haben wir doch eine... Ach nee, es ist verwaschen. Wunderbar. Egal. Es wird auch so gehen. So, hier können wir sagen, Blur-Radius hoch. Hat die Note ein bisschen zu berechnen. So, und wir kriegen halt einfach einen Weichzeichner an der Stelle. Ist fraglich, ob man den am Ende braucht. Also wir wollen ja nicht irgendwie gute und scharfe Bilder erzeugen, um dann sie am Ende weich zu zeichnen. Das ist auch eher was für in der Mitte. Also vielleicht Hintergrund, Vordergrund tauschen. Sowas in der Art. Als nächstes haben wir Quantize. Quantize werden wir später auch noch aus anderen Suites sehen. Quantize ist eine Technik, damit können wir die Anzahl der Farben reduzieren. Und das ist eigentlich schon ganz cool. Man sieht ja schon, wenn wir es jetzt auf 256 Farben runterdrehen, dann kann man hier oben schon ganz deutlich sehen, wie diese fließenden Übergänge jetzt nicht mehr so fließend sind. Und ein gutes Beispiel für so einen Anwendungszweck wäre, wenn man das ganze Bild mal auf 16 Farben runterrechnet. So, oder 32 Farben. Dann kriegt man an der Stelle so ein bisschen den Effekt von so alten Spielekonsolen. 16-Bit, 32-Bit, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall können wir hier sagen, wie viele Farben wir im Bild letztendlich haben wollen. 512 geht nicht. Ermotzt. Value 512 bigger. Achso. Okay, sie hat ein Maximum von 256. Okay. Auf jeden Fall kriegt man damit so ein bisschen Konsoleneffekt hin. Kann ja hier und da ganz praktisch sein. So, das nächste, was wir uns angucken, ist der Sharpen. Der Sharpen ist tatsächlich ziemlich praktisch, weil hiermit können wir ein Bild im Nachgang noch schärfen. Das ist meistens übertrieben, wie man hier schon sieht. Meistens ist es ganz gut, wenn man das ein bisschen dezent angeht an der Stelle. Wenn wir jetzt mal hier sagen nur 0,2, dann können wir im Post-Processing noch ein paar Pixel mehr und ein bisschen Schärfe aus dem Bild rausholen. Den Radius kann man ein bisschen hochsetzen und wir sehen hier schon, dass es auf der einen Seite schärft, auf der anderen Seite muss man ein bisschen aufpassen, dass hier natürlich nicht so Pixelation stattfindet dann. Deswegen dezent anwenden und es wird dem Bild am Ende nochmal ein bisschen Kick geben. So, die schmeißen wir wieder raus. Wir sind an der Stelle eigentlich auch schon damit durch, was uns Comfy UI selber an Post-Processing bietet. Das ist, wie gesagt, nicht viel. Das meiste davon ist weniger zu gebrauchen. Quantize vielleicht, wenn man den Bildeffekt haben möchte. Sharpen auf jeden Fall. Aber wir sind sehr limitiert hier. Jetzt gucken wir uns mal die Post-Processing Nodes an. Hier haben wir schon deutlich mehr Möglichkeiten. Das Ganze fängt wieder an mit Blends. Wie gesagt, die werden wir jetzt nicht besprechen hier, weil Bilder überblenden, ja, kann man machen, mag hier und da sinnvoll sein. Einen kleinen Tipp kann ich euch aber geben, wenn ihr solche Blenden vorhabt, ihr müsst darauf gucken, dass die Bilder die gleiche Größe haben. Also wenn ein Error geschmissen wird oder so, achtet darauf, dass ihr vorher mit einem Scale oder sowas, Image Scale, die Bilder vorher so bearbeitet, dass beide die gleiche Größe haben, sonst kriegen die Nodes teilweise Probleme damit, Bilder zu überblenden. So, interessant wird es hier im Effektsbereich oder ab dem Effektsbereich. Hier haben wir einmal ASCII Art und das ist schon ziemlich lustig und ziemlich cool. Hiermit können wir nämlich sagen, dass unser Bild aus Buchstaben bestehen soll. Wir sehen es jetzt hier. Er hat jetzt unser Bild in Text umgewandelt und ASCII-Zeichen. Und ja,
Das ist eigentlich eher was, wenn man ein bisschen weiter rauszoomt, dann erkennt man es besser. Wenn man nah ranzoomt, weiß man vielleicht nicht unbedingt, was es ist. Aber wir haben hier noch die Möglichkeit, ein bisschen Einfluss zu nehmen, wie mit der Font Size zum Beispiel. Dann kriegen wir kleinere Charaktere. Wir können die Character Size auch noch anpassen. Dann wird es ein bisschen grobkörniger. Also wenn wir das hier runterdrehen, sagen wir mal 8,8. So, dann kriegen wir ein bisschen mehr Details wieder hinzu. Aber nichtsdestotrotz sind wir noch nach wie vor hier mit unserem Character Style unterwegs. Hat einen ziemlich coolen stilistischen Effekt, vor allem wenn man irgendwie in die Richtung geht, ein großes Bild zu machen für einen Leinwanddruck oder ähnliches, was ja dann irgendwie über der Wohnzimmercouch hängt und man guckt so von weitem und dann kann man das Motiv erkennen. Und wenn man dann nah dran ist, dann sieht man erst, dass man hier diese ganzen Buchstaben und so hat. Ist eine ganz coole Sache eigentlich. Als nächstes haben wir die Chromatic Aberration. Und die ist auch was ziemlich Cooles. Und zwar können wir mit der Chromatic Aberration die verschiedenen Farbbereiche in einem Bild verschieben. Und das können wir zum Beispiel so machen. Wir machen mal eben wieder das Bild auf normal. Schwupp, da ist unser Herr wieder. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen die roten Farben um einen gewissen Pixelanteil verschieben und die grünen auch. Es geht hier um 20er Schritten. Und jetzt haben wir nur Rot und Grün verschoben. Wir können natürlich auch sagen, wir möchten hier an der Stelle nur Grün und Blau verschieben. Jetzt haben wir Grün und Blau verschoben. Das sieht man hier. Hier ist der blaue Aspekt, den haben wir nach links geschoben. Den grünen Aspekt haben wir nach rechts geschoben. Rot bleibt da, wo es sein soll. Und wenn ihr euch fragt, wofür sowas zum Beispiel gut ist, das werde ich am Ende des Videos nochmal mit einer Kette ein bisschen demonstrieren. Aber sowas ist zum Beispiel gut, um alte VHS-Effekte hinzukriegen. Also damit meine ich analoge Bildsignale und ähnliches. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hier sagen, wir wollen Rot und Grün ein bisschen verschieben. Das ist so der Klassiker. Das ist vielleicht sogar schon zu viel. So, dann kommt man schon ein bisschen in den Bereich, wie damals VHS-Kassetten, Videobänder etc. ein Bild wieder dargestellt haben. Da hatte man immer eine leichte Verschiebung in den Farbbereichen. Und das ist wirklich so ein ganz typischer Stil. Ihr könnt ja noch sagen, ob ihr die horizontal oder vertikal verschieben wollt. Jetzt haben wir sie nach oben und unten geschoben. Hier sieht man es an der Stelle, dass wir hier jetzt Rot und Grün. Rot haben wir nach oben geschoben, Grün nach unten. Es wird halt dieser schmierige VHS-Effekt. Ich finde es stellenweise ziemlich cool. Als nächstes haben wir in den Effekten den Film Grain. Auch der ist ziemlich cool für Post-Processing. Film Grain liefert in der Regel mehr Realismus auf das Bild, wenn man daran interessiert ist, es ein bisschen cinematisch darzustellen. Und zwar, ja, hier sieht man es übertrieben. Wir kriegen halt diesen ja, Grisel-Effekt, diesen Grain-Effekt. Hier startet die Note auch mit einer übertriebenen Stärke, wie ich finde. Wenn man die aber ein bisschen runterregelt und ganz dezent anwendet, dann kommen da schon ziemlich coole Sachen bei raus. Das geht schon. Das sieht jetzt gerade noch ein bisschen aus wie ein Grain-Effekt, Film-Grain-Effekt aus einem Videospiel. Das kann man wahrscheinlich sogar noch weiter runterdrehen. Ja, hier sieht man es. Jetzt haben wir diesen Grainy-Effekt erhalten. Er ist nicht zu übertrieben, er wirkt schon ganz gut. Man muss nochmal das Ursprungsbild hier oben angucken, wo eigentlich alles ziemlich glatt ist. Und jetzt haben wir hier alles ein bisschen mit Film-Grain belegt. Die Temperature, damit können wir noch ein bisschen angeben, ob das Bild in einen wärmeren Bereich gehen soll. Ja, hochdrehen ist ein bisschen Wärme hinzufügen, das heißt, es werden mehr Rot- oder Orangetöne hinzugefügt. Machen wir noch mal ein bisschen krasser. Das ist schon übertrieben viel.
Wenn man das runterdreht, dann gehen wir in den kalten Bereich. Das bedeutet, ab der Stelle werden mehr Blautöne hinzugefügt. So, dann sind wir in einem kalten Bereich. Aber ihr seht schon, man kann mit diesen Temperature-Einstellungen ganz gut so auch den Stil beeinflussen, den man haben will. Wenn man mehr in den Bereich Cold geht, ist zum Beispiel ziemlich gut auch für Unterwasseraufnahmen oder Wasserbilder. Die geben dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Kälte mit einem Blaustich hinzu. Oder sowas hier, ein bisschen Wärme rein, wenn man je nach Szene es gerade braucht. Mit Vignette können wir an der Stelle eine Filmvignette hinzufügen. Das ist auch schon wieder übertrieben stark. Das auch, wenn wir die mal nur auf 1 machen, ist eigentlich auch schon übertrieben. Da müsste man noch mal ein bisschen mit anderen Notes kombinieren. Aber eine Vignette bedeutet einfach, dass ihr hier die Ränder abgedunkelt bekommt. Das ist leider nur die Möglichkeit einer schwarzen Vignette. Es gibt auch weiße Vignetten. Die habe ich aber im Comfy noch nicht gefunden oder zumindest nicht in den Notes, die wir uns angucken hier. Mit einer weißen Vignette würdet ihr ein bisschen mehr strahlenden Effekt kriegen, während so eine dunkle schwarze Vignette einerseits das Bild natürlich fokussiert, ne, wenn man das mal ein bisschen übertreibt. Dann fokussieren wir uns auf den Mittelpunkt, während hier zum Rand hin alles abgedunkelt wird. Ich benutze Vignetten eigentlich ganz gerne hier und da mal. Sie wirken am besten, wenn man sie dezent einsetzt, aber es lenkt den Fokus doch ein bisschen stärker auf das Hauptmotiv, anstatt dass man das ganze Bild sauber gecuttet vor sich hat. Als nächstes schauen wir uns den Glow-Effekt an. Der macht im Prinzip das, was man erwartet anhand des Namens. Er fügt dem Ganzen ein Leuchten hinzu, ein Glühen. Auch hier starten wir ziemlich übertrieben. Drehen das mal ein bisschen runter. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen im Gegenzug zu dem Bild ein bisschen Leuchten noch mit drauf. Vor allem die hellen Flächen leuchten natürlich. Wir können den Radius noch was runterdrehen. Dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Glanz und Überstrahlung ins Bild. Wir können auch mal ganz krass hochdrehen. Da hat die Note ein bisschen was zu berechnen. Da scheint sie ganz schön zu ackern, die Note. Gib uns den Glow. Ja, ist eigentlich wenig Intensität und größerer Radius ist eigentlich schöner. Vor allem hier im Hintergrund der Beleuchtungen im Bild. Aber hier würde ich wahrscheinlich auch noch mit einer anderen Note danach rangehen, um das Ganze wieder ein bisschen von der Helligkeit runterzuziehen. Die sehen wir aber gleich auch. Weiterhin Effects, Glow, Pencil Sketch. Ja gut, kennt man wahrscheinlich aus Standardfiltern. Hier können wir einfach eine Bleistiftzeichnung draus machen. Auch hier habt ihr wieder Einfluss darauf, wie stark die Dinge sein sollen. Je höher man es dreht, umso mehr hat die Note zu arbeiten. Aber es ist eine Bleistift-Skizzierung dann. Was soll man dazu viel sagen? Das kennt man schon lange, glaube ich. Der nächste ist der Pixel Sort. Der Pixel Sort ist auch sehr cool. Allerdings hat der einen kleinen Trick. Und zwar, der Pixel Sort braucht eine Maske, allerdings als Bild. Und das hatte mich anfangs immer sehr stark verwundert. Und ich habe dann versucht, mit demselben Bild einfach mal das hier reinzuhängen. Und dann passiert das hier. Oh, und aus diesen Fehlermeldungen wird man nicht sehr schlau. Aber ich dachte mir, das ist so ein cooler Effekt. Und dann muss ich mal ein bisschen nachforschen. Und zwar ist es so, dass wir für den Pixel Sort an der Stelle auch aus den Post-Processing Notes unter Masks den HSV Threshold Mask brauchen. Und ich finde das ein bisschen irritierend im Bereich Comfy UI hier, weil wir ja an der Stelle nicht wirklich eine Maske haben. Masken sind eigentlich mehr grün. Haben wir hier eine?
Nee, aber wir können mal eben, ich mach so, Load Image. Dann sehen wir hier, dass es extra Mask Outputs gibt und Inputs und die sind normalerweise grün. Aber hier brauchen wir ein Bild. Und im Prinzip ist es so, dass wir unser Bild nehmen müssen und das dann hier in die Mask reinhängen. Wir können uns auch nochmal eben anschauen, was hierbei rauskommt. Preview Image. Und dann crasht das Ganze nicht mehr, sondern funktioniert. Und diese Pixel Sort Node ist ein wunderbarer Weg, um Glitch-Effekte hinzukriegen. Also so eine Art Digital Distortion an der Stelle. Die brauchen ein bisschen. Aber ihr seht ja schon, was das Ganze macht. Und natürlich ist das wieder übertrieben. Diese Nodes starten immer mit einer übertriebenen Stärke. Hier habe ich meistens nie was dran geändert. Oder eigentlich nie, glaube ich. Weil ich auch nicht weiß, wofür jetzt diese Node dieses Bild zur Berechnung braucht. Allerdings können wir hier mit dem Span Limit ein bisschen hantieren. Und wenn man das höher stellt, dann wird es auch ein bisschen humaner von dem Effekt her. Und damit lassen sich richtig, richtig coole Digital Distortion Glitch-Effekte herstellen. So, selbst das ist noch übertrieben. Wir nehmen mal 100, das ist das Maximum dieser Node. Na. 100 ist sogar noch übertriebener. Wir nehmen mal 80 und sagen aber mal, wir wollen es vielleicht mal nach Saturation sortieren. Ich weiß leider nicht genau, was diese Node intern macht. Aufgrund von was sie jetzt diese Pixel neu sortiert. Aber das sorgt halt dafür, dass wir wirklich diesen Digital Glitch Effekt erhalten. Das finde ich ziemlich cool. So, ich habe jetzt mal hier den Sort By von Hue, was ja die Farbgebung ist, nach Value sortiert. Dadurch wird es ein bisschen weniger. Wir können es nochmal hier hochdrehen. Und wenn so ein Effekt zu stark ist, zu krass, dann würde ich sogar sagen, macht es wahrscheinlich dann Sinn, eine Blend Node auch noch zu verwenden. Ja. Mir wäre er ein bisschen zu krass. Ich mag eher so Glitches dezent. Aber hier könnte man dann zum Beispiel mit einer Blend Node einmal das Originalbild mit dem geglitschten Bild übereinander blenden und dann danach steuern, wie viel vom Originalbild durchscheinen soll. Und dann könnte man zum Beispiel hier das Gesicht ein bisschen mit rekonstruieren und so. Aber Pixel Sort an der Stelle ist eine sehr, sehr coole Node. So, was ist das denn hier? Was war das denn für ein Bug? Naja. So, wo waren wir? Wir waren im Pixel Sort. Pixelize. Ja. Spricht, glaube ich, für sich. Damit kann man ein Bild pixeln. Wir können ja sagen, wie groß die Pixel sein sollen. So. Ist vielleicht ganz gut für Retro-Dinge. Ne, wenn man so ein bisschen Pixel-Look haben will. Ist super schnell die Node. Ist super bequem die Node. Und macht, was sie soll. Braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Als nächstes haben wir den Sine Wave. Und der macht einfach nur eine Welle. Also der macht eine Welle. Ja. Ne, ihr seht schon. Auch ein bekannter Effekt. Können hier dann noch die Stärke ändern. Dass es sich mehr verzerrt. Das ist echt krass. Wir können die Frequenz ändern, wie oft diese Linien auftreten sollen. Und wir können die Richtung ändern. Ist die Frage, ich weiß nicht, wofür man es braucht. Es gibt es aber. Es ist für mich ein bisschen am Ursprungsziel vorbei. Also ich möchte mit Stable Diffusion irgendwie Bilder erzeugen, um sie dann nachher in so einen Effekt umzuwandeln. Gut, man weiß nicht, vielleicht ein bisschen Wassereffekt, so ganz leichte Andeutung unter Wasser könnte man damit hinkriegen.
Aber ansonsten fällt mir dazu nichts ein. Vignette hatten wir eben schon. Habe ich erklärt, was eine Vignette ist. Dummerweise ist die Node kaputt. Keine Ahnung, ich habe sie nicht zum Laufen gekriegt. Er sagt hier an der Stelle, das Unexpected Keyword Argument A. Offenbar kennt er hier das A nicht. Ich kann hier aber auch nur einen Wert eingeben. Man kann nicht hier vorne mehr eintragen. Ich mache einfach Puff. Kaputt. Kann man nichts machen. Ist egal, Vignette kriegen wir auch mit der anderen Node hin. So, was haben wir hier sonst noch? Wir haben jetzt hier noch Filters. Da haben wir einmal den Blur. Das ist im Prinzip, was wir eben auch schon aus der Basic Conf UI Geschichte kennen. Wir können jetzt hier auch wieder unser Bild weich zeichnen lassen. Ist die Frage, warum man das am Ende im Post-Processing haben möchte. Mir fällt nichts zu ein. Keine Ahnung. Ich möchte die Bilder möglichst scharf herauskriegen und dann am Ende ein Blur drauf ist. Naja. Wir haben aber einen Kuwahara Blur. Der Kuwahara Blur ist im Prinzip eine andere Blur-Technik, die versucht, die Kanten beizubehalten, aber die Inhalte zu blurren, also weich zu zeichnen. Liefert ganz interessante Effekte, wie man hier sieht. Man kriegt so ein bisschen Pastell-Comic-Style an der Stelle. Finde ich auch ganz cool. Wir können hier noch den Algorithmus ändern. Mean und Gaussian, wobei Mean gefällt mir hier ein bisschen besser. Und je höher wir die Stelle hier drehen, umso mehr geht das Ganze in diesen doch sehr interessanten Effekt über. Also Kuwahara Blur, ne? Die Kanten werden mehr oder weniger beibehalten, während die Inhalte in diesen Kanten dann so weich gezeichnet werden. Auch hier ist wahrscheinlich das Motto, je weniger, umso mehr. Man kriegt einen ganz, ganz interessanten Effekt an der Stelle mit dem Kuwahara Blur zustande. So, und zum Schluss haben wir hier auch nochmal einen Sharpen. Sharpen gibt es wirklich viele, aber der ist kaputt. Unexpected Keyword Argument Sharpen Radius. Macht aber nichts. Im Prinzip die Sharpener, die wir zur Verfügung haben. Also wenn wir mal gucken, ich glaube, ich habe sogar noch einen mehr. Es gibt in fast jeder Node, die mit Bildbearbeitung zu tun hat, gibt es Sharpener. So, Masks brauchen wir an der Stelle nicht. Das sind Preprocessors. Color Adjustments. Hier können wir noch die Farben korrigieren. Und zwar, wir stellen einmal unser Ursprungsbild wieder her. Hier können wir auch sagen, die Temperature, das hatten wir eben schon. Höherer Wert ist mehr ins Warme. Negativer Wert ist mehr ins Kalte. Also wir kriegen hier ein bisschen Orangetöne dazu oder Blautöne. Der Hue, das ist, damit kann man die Farben verdrehen. Also das ist, wenn ihr euch das vorstellt, ihr kennt bestimmt diese Color Wheels, wo man Farben picken kann etc., die dann in einem Kreis dargestellt sind. Wir können ja mal eben gucken, ob wir eins finden. Color Wheel, genau sowas hier. Das kennt ihr ja bestimmt. Meistens so in der Art hier, wo man dann picken kann, welche Farbe man hat. Und die Hue-Rotation an der Stelle dreht im Prinzip dieses Rad. Also wenn ihr jetzt Farben habt, die vorher hier sind, hier oben im Rotbereich, und ihr sagt, ihr möchtet das Rad drehen, dann kommen diese Farben an die Stelle, wo vorher die anderen Farben waren. Und das erzeugt dann diesen Effekt hier, dass ihr die Bilder komplett anders kolorisieren könnt. Das kann manchmal Sinn machen, auch wenn man so im Bereich Sepia denkt, dass man Bilder einfach ein bisschen im Farbton verschieben will. Zum Beispiel so leichte Nuancen hier. Wir kriegen dadurch dunklere Blautöne jetzt zustande. Und je höher wir gehen, umso dunkler werden die. Aber irgendwann wird das auch kippen und wir werden ganz andere Farben bekommen.
Ja, hier zum Beispiel, jetzt geht es dann schon ins Violette hinzu. Und wir können es aber auch in die andere Richtung drehen. Dann geht es ein bisschen in den grünen Bereich. Kann hier und da ganz praktisch sein, vor allem wenn man bedenkt, dass man vielleicht nur so ein bisschen in die entsprechende Richtung drehen will. Ja, das ist so ein minimaler Unterschied zum vorherigen Bild. Ist halt Post-Processing, ne? Da geht es immer um kleine Nuancen, um Bilder zu verbessern. Die Brightness, damit steuern wir die Helligkeit eines Bildes. Können wir auch runterdrehen. Ja, minus 100 macht es komplett dunkel. Ist halt die Helligkeit, ne? Brightness ist Helligkeit. Kontrast. Damit geben wir dem Ganzen mehr Kontrast. Was auch gut ist, aber dafür würde ich eine andere Note empfehlen. Oder beziehungsweise ich benutze eine andere Note an der Stelle aus der WAS Suite. Die finde ich besser. Aber hier, die macht es auch. Saturation. Damit ändern wir die Sättigung. Oder reduzieren sie auch. Minus 100 müssten uns ein Schwarz-Weiß-Bild geben. Jawohl. Und Gamma ist auch nochmal die Helligkeit. Aber Kurven angepasst. Das auch in den, ja, es geht nicht in den Negativbereich. Je höher wir gehen, umso dunkler wird's. Wieso geht denn das gar nicht mehr auf 0 hier? Aha. Schein geht hier. Ach so, 1 war der. Ja, Entschuldigung. 1 ist der Standard. Und dann gibt es natürlich keinen negativen Bereich, sondern Werte kleiner 1. Ja, okay. Verstanden. Entschuldigung. Wir haben hier noch Parabolize und Solarize. Also die Solarize Node kann ich auch schon mal laden. Color Adjustments, Solarize. So, im Prinzip ist das eine spezielle Art der Farbberechnung. Ich weiß jetzt nicht genau, aufgrund von was es ist. Solarize ist, glaube ich, eine Technik. Wenn ich mich recht entsinnere, wie erkläre ich das am besten? Wenn man ein Bild belichtet, also ein Foto, so ein richtig physikalisches Foto, das hatten wir damals. Und die mussten dann belichtet werden in Chemikalien oder entwickelt werden in Chemikalien. Und wenn man ein halb entwickeltes Bild wieder rausnahm, es nochmal der Sonne aussetzte und dann weiterentwickelte, dann kam, glaube ich, dieser Solarize-Effekt zustande. Und Parabolize ist ein ähnlicher Effekt, allerdings mit einem anderen Algorithmus dahinter. Ja, ich kenne mich damit nicht aus. Es stammt aus der Fotografie, aber ich denke mir, ich zeige euch einfach, dass es die Dinger gibt, und wenn ihr was mit Fotografie am Hut habt oder mit Entwickeln von Bildern, dann werdet ihr euch wahrscheinlich da auskennen. Und ansonsten, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch nochmal die ganzen Fototechniken dahinter separat anschauen. Ich möchte jetzt hier nur einmal zeigen, dass es das gibt. Und wieso kommt immer dieser kleine Punkt hier raus? Gibt's doch nicht. So, Quantize hatten wir eben schon von einer anderen Node. Das war die Geschichte, dass wir unsere Bilder einfach reduzieren können. Kann die auch noch höher? Ne, die kann auch nur 256. Wir können hier auch noch den Dither wieder ändern. Das sieht mir ziemlich stark nach der Node aus, die es schon Basic im ComfyUI gibt. Vielleicht hat ComfyUI diese Node auch übernommen. Aber diese Suite hier an der Stelle bietet auch nochmal ein Quantize. So, sind wir durch. Ich gucke mal eben, Color Adjustments, jawohl. Dann können wir jetzt zur WAS Node Suite gehen. Und die hat im Bereich Image einiges zu bieten. Ich gucke mal eben selber kurz durch. Im Process-Bereich haben wir auch ein Image Pixelate mit wesentlich mehr Möglichkeiten. Wir können ja noch Color Palettes angeben. Die sind aber, glaube ich, ein bisschen
Ja, hier können wir noch Image reinschieben und so. Im Prinzip kriegen wir hier aber auch eine Pixelation raus mit wesentlich mehr Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Hat sie jetzt nicht viel getan. Iterations habe ich auch noch nicht viel mit rumprobiert, weil eigentlich, wenn man was verpixelt, ist man relativ schnell zufrieden mit dem, was man hat. Dass man jetzt aber so viele Möglichkeiten hier hat zum Einstellen, ist ganz gut. Vor allem auch, wenn man das mal hochdreht und dann, wir sind ja hier auch im 16-Farben-Bereich unterwegs, da kriegt man auch ziemlich gut so alte Videospielgrafik und so hin. Ist ganz praktisch. Guck noch mal kurz, ob wir im Process-Bereich noch was versteckt haben, weil eigentlich ist das mehr so ein bisschen, wie ihr schon seht, Cropping und so. Vielleicht Remove Color. Damit können wir zum Beispiel sagen, dass wir Rot und Grün reduzieren wollen. Nutze ich jetzt nicht viel. Achso, Target Red. So, und Replace. Nutze ich nicht viel, ne? Wahrscheinlich benutze ich sie falsch. Ja, hier tut sich jetzt ein bisschen was. Hier kann man einfach Farben entfernen. Ob sinnvoll ist, überlasse ich euch. Ich nochmal Seamless Texture. Das ist eigentlich nichts für Nachbearbeitung. Image Threshold, was macht das? Ah, okay. Das ist sowas wie die HSV-Map, die wir eben gesehen haben. Kann man vielleicht auch verwenden für das Pixel Sort. Image Masking brauchen wir nicht reingucken. Aber Filter. Und hier gibt es einiges. Diese beiden hier. Die werden wir jetzt nicht durchlaufen lassen. Aber es gibt in der Was Node Suite auf jeden Fall einmal ein Ambient Occlusion und ein Direct Occlusion. Das sind eigentlich Techniken, die man mehr aus dem Gaming-Bereich kennt. Und zwar im Bereich Shader. Beim Gaming ist das so, dass die Bilder genommen werden und dadurch werden die Highlights und die Schatten besser berechnet. Beziehungsweise es schont die Engine, weil sie nicht im dreidimensionalen Raum berechnet werden müssen, sondern, das sieht man hier auch schon, das Bild, was auf dem Monitor dargestellt wird, bekommt eine Tiefeninformation. Ihr könnt hier sowas dranhängen wie, wenn ihr Depth eingebt, zum Beispiel den Midas Depth Map Processor. Den könnt ihr da reinhängen, der erstellt eine Tiefeninformation, das haben wir in manchen Videos schon gesehen, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild dann. Und anhand dieser Tiefeninformationen können diese Nodes die Highlights und die Schatten berechnen. Es macht vielleicht Sinn, wenn ihr Bilder erzeugt, die aussehen wie aus Videospielen. Dann könnte das Sinn machen. Allerdings, diese Node oder diese beiden Nodes sind unglaublich langsam. Also ja, in einem normalen Workflow, die brauchen zum Berechnen länger als ein Sampler an sich. Und das finde ich erschreckend. Aber wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid, ne, denkt dran, ihr habt hier Ambient Occlusion und Direct Occlusion zur Verfügung in der Was Node Suite. Und das ist kann praktisch sein. Ich kenne mich da ich lasse sie nochmal rein, mit den Werten hier nicht so aus. Ich hab das noch nie so bedient, auch im Gaming-Bereich nicht. Wenn ihr euch damit auskennt, wird euch das sicherlich helfen. Bei meinen Tests, nachdem die Node mal endlich fertig war mit Berechnen, kamen minimale Änderungen raus, so im Schattenbereich und in den Highlights und so. Ja, muss man sich überlegen. So, wir haben wieder einen Blumenfilter, den hatten wir eben auch schon. Wir machen, was ist das denn hier? Ach so, das ist der Mittelpunkt dieser Verbindung hier, ne? Ist ein bisschen verrutscht immer. Naja. Der Blumenfilter macht auch das, was der Blumenfilter eben gemacht hat. Er gibt uns so einen Überstrahlungseffekt. Wenn ich jetzt mir das hier angucke, finde ich den aus der Was Node Suite sogar noch besser
als den eben aus den ComfyUI Post-Processing Nodes. Ja, hier, wir kriegen eine Überstrahlung. Das heißt, wenn man den Radius mal hochdreht und die Intensität was runter, dann sieht es so aus, als würde alles im Hintergrund, alles was hell ist, noch mehr strahlen und so. Das kann durchaus ein sinnvoller Filter sein, wenn man wirklich diesen Effekt erhalten möchte, dass die Lichter wirklich krass leuchten und alles so ein bisschen weicher aussieht und wie in Watte gezeichnet. Das ist kein falscher Filter. Der Candy-Filter, den kennen wir auch schon für ControlNets. Im Prinzip ist es ein Preprocessor, würde ich sagen, weil niemand möchte am Ende, glaube ich, nur eine Line haben. Hier im ComfyUI brauchen wir den eigentlich mehr nur, um das Candy ControlNet zu feuern. Also, was ich damit meine, ist, ne, man macht sich ja nicht die Mühe, so ein Bild zu generieren, um es dann nachher so zu speichern. Das ist, ja, deswegen ist es für mich eigentlich eher ein Preprocessor und kein Postprocessor. Auch hier haben wir eine Chromatic Aberration, wobei ich ehrlich gesagt die aus den ComfyUI Postprocessors besser finde. Können auch hier sagen, wie viel wir ein Offset im Grün- und Rotbereich haben wollen. So, dann verschiebt er das Ganze ein bisschen. Was ich bei dieser Node allerdings vermisse, ist, dass ich nicht sagen kann, ich möchte es nach links oder rechts verschieben. Er verschiebt es halt einfach. Es sieht mir immer so ein bisschen aus, als würde er es diagonal verschieben. Also den roten nach rechts unten und den grünen nach links oben oder so. Funktioniert. Allerdings finde ich die andere ein bisschen besser, weil ich da sagen kann, ich möchte es horizontal oder vertikal haben. Filter Lucy Sharpen. Der Lucy Sharpen ist nochmal eine andere Technik, um ein Bild zu schärfen. Ich habe beim Testen jetzt nicht so die Unterschiede sehen können zu normalen Sharpening Nodes. Können hier aber auch Iterations angeben. Es wird aber auch sehr schnell irgendwie sehr grobkörnig. Hier haben wir jetzt sogar mehr so einen Blur-Effekt. Also ich bevorzuge hier normalen Sharpening. Ja, einfach nur so einen ganz kleinen Touch von Schärfe nochmal hinzufügt. Der Dragon Fotofilter ist eigentlich auch mehr was für die Fotografen unter euch. Ich habe da mal ein bisschen geschaut. Ich bin kein Fotograf. Allerdings wurde das nach dem Fotografen benannt. Der heißt Dragon und der hat so eine ganz spezielle Technik, seine Fotos zu bearbeiten. Und zwar, so wie ich das verstanden habe, ist das die Technik, dass man Brightness und ich weiß nicht, ob Kontrast auch, aber auch die Saturation was runterdreht und dann noch einen High-Pass-Filter oben drauf legt und damit kriegt man diesen typischen Stil von diesem Dragon. Der bearbeitet seine Fotos so und das macht die Node hier auch an der Stelle. Also wir können ja nochmal gucken. So ist das Bild vorher. So ist das Bild danach. Und da kommt dieser Effekt schon ein bisschen raus. Wenn wir mal gucken, wenn wir jetzt hier die Brightness und die Saturation was runterdrehen und dafür den High Pass was hochdrehen. Es ist so ein ganz spezieller Fotostil. Ich kriege den jetzt hier so auch gar nicht so gut hin. Könnt ihr gerne nachgoogeln. Nach diesem Dragon. Und das ist auch, was ich meine. Ne? Wenn ihr Fotografie betreibt und Fotografen seid, dann werdet ihr den wahrscheinlich kennen oder schon mal dran vorbeigekommen sein. Dann wisst ihr jetzt, es gibt ihn auch hier. Ihr könnt ihn direkt auf die Bilder anwenden. Aber alle die ihn noch nicht vermisst haben, werden ihn, glaube ich, auch nicht vermissen. Oder wenn man sich ein bisschen schlauer macht damit, dann vielleicht doch. So, was haben wir hier? Edge Detection Filter. Ja, der erkennt halt die Ecken, Edges.
Kann man 2 verschiedene Modi auswählen, die nicht viel Unterschied machen. Ja, ist für mich, weiß nicht, ist ein gewisser Stil. Kann man vielleicht auch mit Blend gut arbeiten dann. Das heißt, man nimmt das Ursprungsbild, man blendet nochmal die Edge Detection Resultate darüber und kriegt wahrscheinlich nochmal ganz interessanten Stil. Aber da muss man mit rumprobieren dann, wenn man es denn braucht und wenn es einem gerade passt. So, wo war ich? Edge Detection. Film Grain hatten wir auch schon mal in dieser Art und Weise. Film Grain legt wieder diesen typischen, diese Körnigkeit über das Bild. Die Note dazu aus der Was Note Suite ist ein bisschen ressourcenhungriger als die andere. Ich finde die andere auch irgendwie vom Resultat her schöner. Man muss sich hier schon wirklich ein bisschen mit beschäftigen, mit den Eingaben, vor allem mit diesem Super Sample Faktor. Ich glaube, er skaliert intern das Bild nochmal hoch. Deswegen dauert es auch so lange und das sehen wir hier auch. Macht er irgendwas? Nein, er rödelt nur rum. Und das erste Bild ist dann meistens auch komplett übertrieben. Wenn es denn mal kommt. Ja, vielleicht merkt ihr jetzt schon, warum ich die andere Note bevorzuge. Um so einen Filmgrain hinzukriegen. Ja, ist es, glaube ich, bedarf es nicht einer so langen Berechnungszeit. So, ich habe jetzt gecuttet. In der Zwischenzeit konnte ich mir einen bequemen Schluck zu trinken holen und meine Nase schneuzen. Und ihr seht, das ist schon das erste Ergebnis. Wenn man den Super Sample Faktor ein bisschen runterdreht, geht es schneller. Auch die Density, Intensity, was runterdreht. Ich traue mich gar nicht, das nochmal wieder zu starten, aber ich mache es einfach mal. Ja, dann, ne, ihr seht, dann geht es wesentlich schneller, aber die Ergebnisse, ich weiß nicht. Der Grain ist einfach nicht schön. Wahrscheinlich muss man dann doch irgendwie ein Super Sample nochmal machen. Aber ich finde die andere Note einfach besser. Vor allem, dass die hier so unglaublich lange läuft, ist, naja. Image Filter Adjustments. Das ist tatsächlich eine Note, die ich fast immer verwende im Post-Processing. Und zwar können wir hier auch Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Blur, Gaussian Blur, Edge Enhance und Detail Enhance anschalten. Und der Detail Enhance ist schon ziemlich cool an der Stelle. Ach nee, warte mal, ich mache einmal ich stelle einmal eben unser Standardbild wieder her. So, mache die Note wieder an. So, und wenn wir jetzt einmal gucken, was der Detail Enhance schon macht. So, also wir haben schon wirklich ein bisschen mehr Knackigkeit im Bild hinzugekriegt. Und was ich auf jeden Fall immer gerne mache, ich drehe die Brightness ein Stück runter, ich drehe den Kontrast ein Minimum hoch, ich drehe die Saturation ein bisschen hoch und so speichere ich dann meistens die Bilder. Na, das war vielleicht zu krass. Ja, also nur so ganz klein bisschen. Das gibt dem Bild nochmal so ein bisschen mehr Knackigkeit. Manchmal kann man sogar einen Gaussian Blur dann doch nochmal anwenden. Ein bisschen wieder, wenn es zu pixelig geworden ist oder so, ein bisschen weicher zu machen. Na, da tut sich nicht viel. Es sind so wirklich die minimalen Details an der Stelle, die sich dann anpassen. Und das benutze ich sehr gerne. Edge Detail Enhance ist nicht so pralle. Da kriegen wir hier so ein bisschen die Kanten hervorgehoben. Ist wahrscheinlich jetzt auch übertrieben angewendet. 0,2 vielleicht. Ja, das geht schon. Sorgt ein bisschen mehr für Schärfe in den Ecken. Aber auf jeden Fall Brightness, Contrast und Saturation passe ich eigentlich so gut wie immer nochmal an bei meinen Bildern. Als nächstes haben wir, wo waren wir? Filter Adjustments. Gradient Map. Das brauchen wir nicht. Ich finde die Sortierung hier manchmal ein bisschen komisch. Ein High-Pass-Filter. Ja, hier können wir auch aus dem Fotografiebereich. Das sind meistens die Kurven, die man
dann angeben kann. Ich finde es ein bisschen schwierig mit den Nodes an dieser Stelle dann zu arbeiten. Lieber eine grafische Kurve. Ja, übertrieben stark hier. Ne? Ist halt ein High-Pass-Filter, den man drüber legen kann. Ist eigentlich auch eher was man nicht, glaube ich, alleine benutzen sollte, sondern eine Kombination mit Blendings oder ähnlichem. Naja. Der Medienfilter, jetzt muss ich auch nochmal selber gucken, was er macht. Ah, genau, jetzt weiß ich es wieder. Der Medienfilter sorgt dafür, dass ihr digitale Noise, also Bildrauschen und sowas, aus eurem Bild herauskriegt. Ich weiß gar nicht, haben wir hier ein Digital Noise? Dieser Punkt da oben. Ich meine, es ist ein sehr klares Bild geworden eigentlich. Aber mit dem Medienfilter, mit dem Medienfilter könnt ihr digitale Noise, wenn ihr jetzt hier ja, kennt ihr das, wenn ihr nachts mit dem Handy Foto macht, dass es dann so pixelig wird und so grobkörnig? Das könnt ihr mit dem Ding hier verbessern und entfernen dann an der Stelle. Weiß nicht, ob es unbedingt Sinn macht auf Bilder, die man gerade erzeugt hat, aber wenn man so ein bisschen im Foto-Restoration-Bereich unterwegs ist, kann das ganz praktisch sein. Als nächstes haben wir den Image Monitor Effektsfilter, den finde ich auch ziemlich cool. Der macht nämlich nicht unbedingt die schönsten, aber doch ein paar Bildfehler rein. Das hier ist Digital Distortion. Wir haben Signal Distortion und wir haben TV Distortion. Und hier könnt ihr natürlich noch die Stärken angeben, wie zum Beispiel, wie stark das verschoben sein soll oder die Amplitude. Damit kann man ganz coole Effekte hinkriegen, wenn man so ein bisschen damit rumspielt. Und das ist übertrieben. Da muss man sich ranpirschen. Ich probiere hier gerade eigentlich nur auf gut Glück. Aber am Ende des Videos zeige ich euch mal einen ganz guten Anwendungszweck hierfür. So, als nächstes haben wir den Nova-Filter. Auch das ist etwas, was wahrscheinlich eher Grafiker und so kennen. Der braucht auch ziemlich lange. Der liefert dann so ein Resultat. Ja, dauert mir einfach zu lange, um damit rumzuspielen. Ist wahrscheinlich auch sowas. Wenn er es braucht, kennt das schon und wisst, was ihr damit machen sollt. Und wenn nicht, ist die Frage, ob ihr es auch wirklich vermisst habt. Moment, war ich jetzt richtig? Image, Filter. Genau, Style Filter ist der nächste. Und das ist im Prinzip wieder was absolut Einfaches. Im Prinzip ist das hier so ein bisschen Instagram-Filter-Technik. Also, ne, viele davon kennt man einfach, wie zum Beispiel, es gab doch einen Lo-Fi hier. Ist auch relativ schnell anzuwenden. Instagram-Filter, merkt euch Instagram-Filter und dann wisst ihr im Prinzip, was diese Node macht. Image-Style-Filter und hier könnt ihr dann verschiedene Dinge auswählen. X-Pro habe ich zum Beispiel gerne, glaube ich, mal auf Instagram verwendet. Das Bild ist jetzt vom Grundtonus her ein bisschen zu düster für X-Pro, aber was denn zum Beispiel mit Sci-Fi, das könnte ja passen. Sci-Fi macht... Aha! Mhm. Interessant. Sci-Fi scheint kaputt zu sein. Naja. Style-Filter ist eigentlich Instagram-Filter, sowas in der Art. So, was haben wir sonst noch? Filter. Der Field of Depth Filter. Ja, Depth of Field, so rum. Ist im Prinzip auch ziemlich cool. Ihr braucht dafür allerdings hier wieder ein
Depth Model. Und zwar kriegen wir das so hin. Nee, komm, ich suche eben. Wir suchen mal nach Depth. Nehmen dann den Midas Depth Processor. Da kommen auch viele Nodes inzwischen mit. Hier können wir uns mal das Zwischenresultat angucken. Lass uns einmal durchlaufen. Der braucht nur einmalig so lange, wenn ihr im selben Bild seid. Wenn er natürlich immer wieder andere Bilder reinschickt, dann braucht er länger. So wie jetzt. Es gibt auch, glaube ich, schnellere. Aber hier müssten wir aus der Boss Node Suite auch eine Depth Approximation. Da könnt ihr verschiedene verwenden, aber worauf es ankommt, ist, wir haben jetzt hier eine Tiefeninformation erzeugt. Wir sehen, der gute Mann ist im Vordergrund. Hier ist der Hintergrund, es wird immer dunkler nach hinten. Und was wir jetzt an der Stelle machen können, ist, wir können hier sagen, wir wollen den Hintergrund weich zeichnen. So, wenn wir die Samples hochdrehen, wird es einen Ticken besser. Aber das kennen wir, glaube ich, auch schon von der Handyfotografie, obwohl es wird gerade nicht besser. Interessant. Wir nehmen mal Gaussian. Ja, das sieht ziemlich künstlich aus. Box geht auch. Aber wir können jetzt hier... Oh, das hat einen Überschlag gemacht, wie es aussieht. Wir können halt den Hintergrund dann getrennt vom Vordergrund blurren. Das kennt man von Handyfotografie oder sowas. Wenn man jetzt im Handy Porträtmodus fotografiert, das macht das also im Prinzip auch. Es nimmt den Vordergrund, es hat Tiefeninformationen mit erfasst und ist dann in der Lage, den Hintergrund weich zu zeichnen. So, du kommst da mal raus. Schauen wieder in unser Menü rein. Und damit waren wir da durch. Das waren die Möglichkeiten, die wir hier haben. Wir gucken noch mal rein. Hier haben wir noch, das könnte auch für Fotografie-Interessierte interessant sein oder Bildbearbeiter. Hier können wir uns zum Beispiel mal von einem Bild grafisch darstellen lassen, wie die Schwarz-Weiß-Level oder die RGB-Level verteilt sind. Ich nehme an, wenn ihr sowas mit Curves und so macht, kann das ganz praktisch sein, um mal zu erkennen, wie ihr die Curves ansetzen müsst. Wobei Curves mag ich lieber, wenn man die auch wirklich grafisch sieht und nicht nur mit den Nummern hier an der Stelle. Und hier kriegt ihr auch eine Color Palette raus, also welche Farben das Bild verwendet. Ein Chart, was können wir hier noch? Back to Back. So, ja, hier haben wir einfach eine Übersicht der verwendeten Farben in dem Bild. Ist wahrscheinlich auch für Grafiker interessanter als für uns Standardanwender an der Stelle. Transform können wir noch ein bisschen das Bild verändern. Ich gucke nochmal eben Adjustment. Das ist auch noch ganz praktisch. Image Levels Adjustments. Hier können wir noch ein bisschen, glaube ich, auch die Curves bearbeiten. Ne, wenn wir die hellen Punkte ein bisschen runterdrehen, dann wird das gesamte Bild ein bisschen heller. Das heißt, wir können die Schatten hervorheben. Wir können ja auch noch sagen, den Mittelpunkt der Kurve anpassen. Das kann ganz praktisch sein, aber wahrscheinlich braucht jedes Bild da seine eigene Behandlung an der Stelle. Auf jeden Fall gibt es das hier. Image Adjustment Rotate U. Das ist das, was wir eben auch schon hatten. Damit können wir diesen Farbkreis, ihr erinnert euch, einmal rotieren. Die Node braucht leider auch relativ lange. Und wie das aussieht, können wir das hier im Prozentbereich machen. Was natürlich für eine Rotation semi-optimal ist, die in Prozent anzugeben. Da muss man erstmal
Muss man erstmal Pi wieder rauskramen. Naja. Und Shadows und Highlights. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, ein bisschen die Kurven anzupassen. Die Nodes brauchen immer ein bisschen Zeit. Ist die Frage, ob man die beim Rendering direkt investieren möchte. Ja, ist jetzt auch nichts, womit ich mich ehrlich gesagt beschäftigen möchte. Und ganz ehrlich, wenn ihr im Fotografiebereich unterwegs seid oder Grafiker seid und ähnliches, dann habt ihr auch sowas wie Photoshop oder Affinity Photo auf der Platte. Ich glaube nicht, dass ihr dann diese Nodes anwenden würdet, um irgendwelche Kurven zu bearbeiten. Natürlich würdet ihr die Bilder generieren und dann euer Bildbearbeitungsprogramm reinladen. Aber es ist ganz interessant, dass es die hier gibt. Genau. So, ich glaube, damit sind wir hier durch. Und ihr seht schon, es gibt eine unglaubliche Menge an Post-Processing-Nodes, womit ihr eure Bilder in der Chain am Ende, ja, wir sind ja hier aus dem Upscaling raus, dann hier unten rein, in der Chain am Ende bearbeiten könnt. Und ihr könnt die ganzen Dinger natürlich auch verketten. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen mal hier aus der Was Node Suite Adjustments, nein, das ist bei Filter. Image Filter Adjustments, das ist die Node, die ich eben schon gesagt habe. Dahinter hängen wir eine, muss ich mal kurz überlegen, wir hängen hier aus den Post-Processing Nodes eine Chromatic Aberration dahinter und dann nochmal aus den Post-Processing Nodes. Ne, war die aus den Post-Processing Nodes? Ich glaube, sie war aus... Doch. Wir machen hier einen Film Grain und wir nehmen noch aus der Was Node Suite die... Wo seid ihr? Monitor Effektsfilter. Dann verketten wir die alle mal. Schmeißen die da rein. Lassen das Ganze mal laufen. Und die haben auch wieder gesehen, dass der Film Grain wesentlich schneller ist als der aus den Was Node Suite. Wir sagen hier zum Beispiel mal Signal Distortion und setzen die auf 1,2. Wir drehen den Film Grain runter. Das heißt, wir wollen nur eine kleine Scale haben und auch nur ein bisschen Film Grain. So. Wir shiften einmal Rot und Grün in verschiedene Richtungen. Das war schon zu viel des Guten. Ja, lassen uns mal ein bisschen übertrieben. Wir geben dem Ganzen ein bisschen mehr Brightness. Wir geben dem Ganzen eine ganze Menge an Kontrast hinzu. Und wir geben dem Ganzen eine ganze Menge an Saturation hinzu. Und wir sagen hier unten noch, wir wollen eine Vignette von 2 haben. So. Brightness ist wahrscheinlich ein Ticken zu viel. Vignette gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen mehr drauf geben können. Ja. Eben ein bisschen mehr Offset im Bereich Image Monitor Filter. Sagen der Chromatic Aberration mal ein bisschen gediegener vorzugehen. Und das ist dann schon, wie ich finde, eigentlich ganz cool, um zum Beispiel so einen älteren VHS-Effekt oder sowas hinzukriegen. Ne, da kann man schon, das sieht schon aus wie so ein alter TV. Einfach durch so eine Kette, die im Prinzip auch ziemlich schnell durchrattert. Also wenn wir jetzt mal Intensity hier hochdrehen, gut, dann nimmt er nur die Node. Aber damit kriegen wir schon ganz gut solche Post-Process-Effekte hin. Aber wenn ihr so eine Kette vorhabt zu bauen, um solche Effekte direkt zu speichern, ich empfehle euch, nehmt immer das Bild nochmal extra und speichert es weg. Weil es kann doch durchaus passieren, dass so Effekt-Chains hier im Post-Processing
ein eigentlich ziemlich cooles Bild dann zerstören, bevor ihr das nur in einer zerstörten Variante speichert. Speichert euch das Bild nochmal als unbearbeitetes Bild weg. Ihr könnt es dann ja später immer noch, ne? Ihr habt ja immer die Möglichkeit, ein Load-Image an der Stelle zu machen, das Ganze wieder in die Chain zu ziehen. Ne, wir machen einfach hier Copy-Image, Post-Paste. Haben wir kein Paste? Dann machen wir hier Copy-Image, sagen Steuerung V. Dann haben wir es hier drin. Warum gibt es denn hier kein Paste auf dieser Node? Das ist doch nicht. Naja, so, und dann habt ihr die Möglichkeit, das Bild dann nochmal separat mit einer Process Chain zu bearbeiten. Ne? Also macht ruhig eine Process Chain und speichert euch die Bilder dann weg, aber zur Sicherheit immer nochmal einen Abzweig mit dem Originalbild. Von mir ist auch einen eigenen Ordner oder so, damit ihr dann noch auf das Originalbild Zugriff habt. Gut. Ja, es ist sehr lang geworden, es tut mir leid, aber es gibt halt super viele Möglichkeiten, hier die Bilder im Nachgang noch zu bearbeiten und bestimmte Effekte noch zu erzielen, die aus den Samplern nicht direkt herauskommen, wie zum Beispiel der Film Grain oder so. Man kann zwar in das Prompt eingeben, du möchtest Film Grain dazu haben, aber es funktioniert nicht immer und nicht schön unbedingt und im Upscaling verschwindet es dann wieder oder ähnliches. Deswegen kann man auf die hochskalierten Bilder nochmal solche Post-Processing-Chains anwenden. Und das macht Spaß. Vor allem diese hier, die Image Filter Adjustments. Die holt nochmal so ein bisschen Knackigkeit aus euren Bildern am Ende raus. Ja, Entschuldigung, dass das Video so lang geworden ist. Es war nicht geplant, aber es gibt halt unglaublich viele Nodes, die man benutzen kann. Und ja, pickt euch raus, was ihr braucht. Viel Spaß beim Rumspielen und rumexperimentieren und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss!